Hallo aus Goa. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wir hatten hier ein wunderschönes, intensives Retreat Mhm. die letzten 2 Wochen. Und uns wurde viel so die Frage gestellt: „Und jetzt, was machen wir Ja, damit?“ mit der Erkenntnis oder Ja, mit, mit dem Erwachen, mit dem Erkennen von dem, was du bist, oder mit dem Erkennen von Konzepten oder Ideen, die wir über uns haben, die vielleicht nicht mehr stimmen. Da kommt oft so dieses: „Ja, was bringt mir das oder was macht das jetzt für mein Leben?“ Und wir wollen heute dir mal aufzeigen, was wir für das Wichtigste halten, wenn du Erkenntnisse gehabt hast oder Erfahrungen. Eine Erkenntnis, die du in der Tiefe erfahren hast, verändert dein Leben. Aber wenn der Mind drauf geht und sagt, du sollst damit was machen, nimmt er das und verkleinert dir eigentlich die Erfahrung, die du gehabt hast. ja, das finde ich ganz wichtig, dieses Verkleinern. Wir machen die Erkenntnis klein, indem wir zum Beispiel ihr ein Label geben. Also ihr wie so, das habe ich jetzt erkannt. Mhm. Oder wir erzählen dann anderen Leuten, oh, das ist für mich in diesem Retreat rausgekommen oder wichtig gewesen. Und Das da, fragen ja auch alle, ne? genau. Und dann kommt, das ist wie so ein Satz oder ein Wort oder wir werden auch oft gefragt, ja, was ist jetzt dann rausgekommen bei eurem Retreat? Und damit machen wir das klein. Und die Erkenntnis, die wir aber hatten, die ist big. Die ist vielleicht möglich, dass sie wirklich dein ganzes Leben verändert. Aber nicht in der Art, wie der Mind das macht, Ja. sondern in der Art, wie das Leben das macht. Und das Leben ist nicht so, ich habe jetzt eine Erkenntnis und jetzt gehe ich los und ändere sie, sondern das Leben ist da mit dieser Erkenntnis. Es gibt dem Raum eigentlich Lässt Platz. die wirken. Ja, Ja, ja. ja. Und das ist was, wo wir oft nicht gelernt haben. Also wir haben auch so auf unserem spirituellen Weg oder auf dem Weg der Selbsterforschung, versuchen wir Erkenntnisse wie zu schnappen und wie so einzuordnen. Aber wir möchten mal darauf hinweisen, dass wir denen eigentlich Platz geben müssen. Also wir müssen eine Dankbarkeit entwickeln für das, was wir erkannt oder erlebt haben. So eine Dankbarkeit für, die uns wie stiller macht. Vielleicht kommen auch nicht gerade die Worte dafür, was das für dein Leben bedeutet. Und das ist was, wo wir total gerne eigentlich Menschen auf den Weg geben, wenn sie uns fragen, wie können wir jetzt damit umgehen oder wie können wir das eigentlich so ins Leben bringen. Gib ihm Raum, sei wie so dankbar für das, was du erkannt hast. Schreib es dir vielleicht mal auf oder formuliere es vielleicht für dich und werd wie schwanger mit dem, also dass du dem Zeit gibst für die Integration. Ja, was ich schön finde, ist, dass so einzutauchen. Also wenn du eine Erkenntnis hattest, die wichtig ist für dich, dann geh mit der in Resonanz. Also das ist wie, Ja. wenn du die immer wieder herholst und in die so rein dich entspannst und in die reinfühlst, in diese Erkenntnis, wirst du merken, dass sie viel größer wird. Und die Schritte, die du vielleicht machen könntest in deinem Leben durch diese Erkenntnis, die kommen dadurch. Die kommen nicht, dass der Mind sie klein macht, diese Erkenntnis, und sagt, das und das habe ich erkannt und jetzt muss ich das machen, sondern du gibst dir Zeit zum Fühlen, zum Nachfühlen, zum Dasein mit dem. Ja. Und plötzlich wirst du merken, und das kann manchmal Tage, Wochen dauern, Oder Das- Monate. ja. Ne? dass plötzlich so neue Impulse in dein Leben kommen, die wie geprägt sind von dieser Erkenntnis. Genau. Also wo diese Erkenntnis vielleicht die Basis gewesen ist und weil du einfach sie wirken lassen hast in deinem Leben, trägt sie Früchte. Ja. Und- Und das kriegst du aber eigentlich erst wie später raus. Also du wirst Ja. später wie sehen, also wenn du dem Zeit gibst und nicht dem Mind das Futter gibst dafür, dass du gerade was machen musst oder irgendwie
das Kleinmachen lässt, wirst du merken, dass du später mal zurückschaust und denkst, oh, die Erkenntnis, die ist wichtig gewesen. Da ist wie was passiert oder aufgegangen oder das ist nie wiedergekommen. Also wir müssen eigentlich lernen, unseren Erfahrungen oder Erkenntnissen wie dankbar zu sein, ohne was damit zu tun. Das ist so schön. Das ist eigentlich so eine tiefe Dankbarkeit für dich selber, dass du was erkannt hast, dass du den Aufwand gemacht hast, da hinzugucken, ohne dass du sofort in Aktion gehen musst, sondern dass du es vibrieren lässt oder resonieren in deinen Körper, versuchst zu integrieren in deinen Gedankenstrom, einfach Zeit gibst. Ja. Und man könnte fast sagen, das ist wie so, als ob du deine Energie änderst. Also deine Energie ist ja vielleicht wie, du kommst in irgendeinen Retreat und bist so und so gekommen mit den und den Problemen und Geschichten und hast dich so und so gefühlt. Und dann hast du eine wichtige Erkenntnis oder vielleicht zwei, die mega wertvoll für dich waren und wo du merkst, oh, das ändert was. Also plötzlich ändert sich diese Grundstimmung oder diese Grundenergie, mit der ich gekommen bin. Und das ist das, diese Veränderung, die ist so wichtig. Also diese energetische oder stimmungsmäßige Veränderung in dir, die braucht Zeit und aus der heraus entsteht was Neues. Ja, man könnte auch sagen, dass sich es mehr auf energetische oder auf Wahrnehmungsebene was ändert. Ja. Und die kriegen wir mit dem Mind nicht sofort mit. Also wenn sich eine Wahrnehmung ändert, braucht das Zeit, dass du realisierst, da ist was anders. Also da ist was anders, als es vorher gewesen ist. Und das hat eine Power, das hat wirklich eine Power, dein Leben komplett zu verändern. Aber nur, wenn wir es nicht klein machen oder wenn wir es vergessen als, das hat jetzt nichts gebracht, sondern diese Dankbarkeit für das Entwickeln, für das Leben, das dich das dahin gebracht hat, diese Erfahrung zu machen oder dieses Erkennen, ohne dass wir immer nachgucken müssen, was es dir gebracht hat. Das wäre eigentlich mega schön. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen das Gefühl haben, dass ihnen irgendwas nichts gebracht haben, weil sie so diese Erkenntnisse so klein machen und abheften. Und dann wird mit anderen Menschen drüber geredet, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, das hat mir auch nicht geholfen und das hat mir auch nicht geholfen. Und, oder das kenne ich schon. Und das, also wir sind eigentlich wie selber, das ist unsere Verantwortung, dass wir die Sachen so klein machen und dadurch können die nicht wirken. Es sind wirklich oft die kleinen Sachen, die dein ganzes Leben verändern. Aber die du groß machen musst. Genau. Wo du wie so diese Dankbarkeit für entwickeln musst. Ja. Und dadurch werden die wie größer. Also eigentlich deine Wahrnehmung wird größer, deine Energie verändert sich. Und das sind eigentlich dann die Auswirkungen, die wirklich Früchte tragen. So. Und das ist auch so eine Wertschätzung. Also das, was du jetzt mit Dankbarkeit sagst, finde ich auch ganz schön. Das ist eine Wertschätzung. Du könntest sagen, eine Wertschätzung für dich, weil du das erkannt hast. Es ist aber auch eine Wertschätzung für das Leben, weil das Leben dir diese Erkenntnis geschenkt hat. Du hast vielleicht dieses Retreat gemacht oder irgendeinen Aufwand betrieben, um was Neues zu erfahren. Und das Leben hat dir wie geholfen, diese Erkenntnis oder Erfahrung zu machen. Und du bist auch dem Leben, das schätzt du wert oder dem bist du dankbar, weil das so wie dir geholfen hat oder dich unterstützt hat. Vielleicht die Menschen, die da gewesen sind, die dich dahin gebracht haben oder die mitgeholfen haben, dass du diese Erkenntnis hattest. Und das macht so dein Leben schon alleine das so reich. Also es ist so wertvoll, wie viel Unterstützung eigentlich da gewesen ist wegen einer Erkenntnis. Ja, Ne? ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ne? Für die Lehrer, denen du begegnet bist und so. Also es lässt sich ausweiten eigentlich ohne Ende. Und wenn du mit dem mitgehst,
Also wenn dich das jetzt vielleicht berührt oder du merkst, oh, das hat so eine Wahrheit drin und du mit dem mitgehst, wirst du merken, dass es größer wird. Also es Ja. wird wie größer und wertvoller. Und ja, das ist eigentlich das, was wir heute scheren wollen. Mhm. Was wir für eines der wichtigsten Tools halten auf deinem persönlichen Weg zum Glücklichsein. Ja, und es ist im Moment so modern, diese kleinen Schritte. Also es haben schon viele in anderen Bereichen Coaches oder Leute, die so mit anderen Menschen arbeiten oder selber das erfahren haben, dass die kleinen Schritte die sind, die den Erfolg irgendwann vorprogrammieren. Und das ist mit den Erkenntnissen, die du hast, genauso. Es sind manchmal vielleicht in dem ersten Moment, aber wenn du manchmal zurückfühlst, wie die Erkenntnis kam, hat sie dich auch überrollt, hat sie dich vielleicht geöffnet, hat sie dich vielleicht happy gemacht, hat sie dich in Verbindung gebracht mit dir selber oder mit anderen. Also die Erkenntnis in dem Moment war sicher groß. Und jetzt ist es dein Job, das wirklich auch zuzulassen, dass sie dein Leben verändern kann, indem du ihr den Raum gibst, die sie braucht und den Wert gibst, den sie hat. Ja. Ja, und wenn dich das anspricht, dann gib dir das, diesen Wert und diese Erkenntnis. Und schau, was passiert, was sich dadurch verändert. Denn du bist wertvoll. Ja. Und deine Erkenntnisse auch. Ja. Mega sogar. Ja. Also wir freuen uns sehr. Du kannst ja auch mal was drunter schreiben, über wie es mit deinen Erkenntnissen gewesen ist oder wie schnell du sie verloren hast oder wann es wirklich mal wie was verändert hat in deinem Leben. Dass man einfach manchmal merkt, es sind manchmal es geht wie was auf. Und wenn wir dem die Wertschätzung geben, geht es immer weiter und weiter und weiter auf. Und wenn wir das nicht machen, verlieren wir es und es wird wie versandet oder als wertlos hingestellt. Und du bist es wert dafür, dass du das, was dich berührt, wirklich für wertvoll nimmst und dem auch den Platz und alle Zeit der Welt gibst. Alles Liebe aus Goa. Alles Liebe. Ganz schöne Zeit dir. Tschüss. Tschüss.